Hi, ich bin Alina und ich studiere Psychologie. Ich habe mich 2017 ganz regulär über Hochschulstart beworben, und zwar an 4 Universitäten: Ulm, Konstanz, Heidelberg und Trier. Ich persönlich fand den Bewerbungsprozess ziemlich nervenaufreibend und hoffe, ich kann ihn dir anhand meines Beispiels etwas erleichtern. Falls du keine Ahnung hast, wie genau man sich für ein Psychologiestudium bewirbt, dann bleib dran, weil wir gehen jetzt den Bewerbungsprozess Schritt für Schritt durch. Angenommen, du möchtest dich unter anderem an der Universität Ulm bewerben. Dann ist das Erste, was du machen solltest, bei der Webseite der Universität Ulm nach Informationen zum Bewerbungsverfahren zu suchen. Dort und bei allen anderen Universitäten wirst du nachlesen, die Universität Ulm nimmt mit allen örtlich zulassungsbeschränkten Studiengängen am DOSF teil. Aber was ist das DOSF? Das DOSF bzw. dialogorientiertes Serviceverfahren dient dazu, die Vergabe von Studienplätzen für zulassungsbeschränkte Studiengänge auf Bundesebene zu koordinieren. Jede Hochschule hat ja andere Zugangsvoraussetzungen und Studienplatzkapazitäten, und um eine Chance auf eine Zulassung zu erhöhen, bewerben sich viele Bewerber gleichzeitig bei mehreren Universitäten. Eine zentrale Koordinierung ist daher zwingend notwendig und verläuft über das Portal von Hochschulstart. Über Hochschulstart kannst du dich bewerben und einsehen, ob ein Zulassungsangebot für dich vorliegt, und auch die Hochschulen werden jederzeit informiert, sobald ein Zulassungsangebot angenommen wurde. Du weißt jetzt also, oder vielleicht wusstest du schon vorher, dass du dich über Hochschulstart bewerben musst, wenn du eine Zulassung für ein Psychologiestudium bekommen möchtest. Aber was jetzt? Natürlich erstmal registrieren. Die Zugangsvoraussetzungen zur Registrierung sind ziemlich simpel, du brauchst lediglich eine Hochschulzugangsberechtigung. Für Abiturienten ist das gar kein Problem, das Abiturzeugnis ist nämlich auch gleichzeitig deine Hochschulzugangsberechtigung. Solltest du kein Abitur haben, dann kannst du dich mit deinem Meisterzeugnis bewerben. In dem Fall solltest du dich aber nochmal genauer erkundigen, da hier verschiedene Fristen unabhängig von Hochschulstart eine Rolle spielen. Im Zuge der Registrierung bekommst du dann eine Bewerber-ID, also eine BIT, und eine Bewerber-Authentifizierungsnummer, eine BAN. Merke dir diese Nummern auf jeden Fall, diese Identifikationsnummern benötigst du für deine Bewerbung zwingend. Da die Termine im Wintersemester 2020/21 etwas anders liegen als im regulären Verfahren, solltest du hier auf jeden Fall die Terminübersicht auf Hochschulstart im Auge haben. Den Link findest du auch nochmal in der Beschreibung. Die Terminübersicht ist ziemlich wichtig, weil die Bewerbung über Hochschulstart über mehrere Phasen verläuft. Die erste Phase von Hochschulstart ist die Bewerbungsphase. Über Hochschulstart kann man sich für höchstens 12 Studienangebote bewerben. Die Zahl bezieht sich auf eine Kombination von Studiengang und Hochschule, schließt aber keine Bewerbungen mit ein, die unabhängig vom DOSF parallel direkt an die Hochschulen gerichtet werden. Das heißt, du kannst dich für den Studiengang Psychologie an 12 Universitäten bewerben und zusätzlich noch an mehreren privaten Universitäten oder beispielsweise an der Fernuniversität Hagen. Je nachdem, welche Abiturnote du hast oder an welche Universität du dich bewerben möchtest, machen natürlich auch weniger Bewerbungen Sinn. Für die Bewerbung können mehrere Faktoren eine Rolle spielen, zum Beispiel der Ort, also Nähe zum Heimatort, Einwohnerzahl, Mietpreise, kulturelles Angebot und so weiter, der Studienverlaufsplan, also Schwerpunkte bzw. Vertiefungsmöglichkeiten, das Masterangebot, die Betreuung des Studiengangs oder auch die Universitäts-Homepage. Ja, die Homepage mag für viele keine Rolle spielen, aber schließlich musst du dich dort auch zurechtfinden, und ich persönlich finde, das zeigt auch gewissermaßen die Prioritäten einer Universität. Ein paar Tipps zur Bewerbung. Ich würde euch hier empfehlen, eine Liste zu erstellen mit den jeweiligen bisherigen NCs der Universitäten, die findet ihr übrigens auch in der Beschreibung, und den Kriterien, die dir wichtig sind. Das kann ja von Person zu Person variieren. So bekommst du, finde ich, relativ schnell einen guten Überblick, an welche Universitäten du lieber möchtest. Solltest du dir noch nicht 100% sicher sein, dann würde ich, wenn möglich, bei der jeweiligen Universität, die in engere Auswahl gekommen ist, vorbeifahren. Sollte das jetzt wegen Corona oder wegen längeren Fahrzeit nicht möglich sein, reicht natürlich auch ein Gespräch mit der Studienfachberatung. Also Studienfachberatung
Fach Psychologie. Dort bekommst du nochmal einen Eindruck von der Universität und die beantworten dir alle Fragen, die du sonst noch so auf dem Herzen hast. Und dann zuletzt, hör auf dein Bauchgefühl. Bei Psychologie spielen Rankings, die sowieso nur mehr oder weniger reliabel sind, eigentlich kaum eine Rolle. Ja, es gibt Universitäten und Standorte, die ein gutes Image haben oder sehr bekannt sind, aber das heißt nicht, dass das die richtige Universität für dich ist. Wenn jetzt die 12 oder in unserem Fall 4 Universitäten feststehen, an die du dich bewerben möchtest, dann fängt der Bewerbungsprozess erst richtig an. Jede Universität hat ja andere Zulassungskriterien, daher können sich die Bewerbungsunterlagen auch stark unterscheiden. Das bedeutet, dass manche Unterlagen virtuell, andere postalisch an die jeweilige Universität eingereicht werden müssen. Für viele brauchst du eine beglaubigte Kopie deines Abiturzeugnisses oder andere Nachweise. Die Information, welche Unterlagen du einschicken musst, und hier nochmal, du musst es an die jeweilige Universität einschicken, findest du auf der jeweiligen Webseite. Wenn du ein Zweitstudienbewerber bzw. Zweitstudienbewerberin bist, dann musst du dieselben formalen Zugangsvoraussetzungen erfüllen wie ein oder eine Erststudienbewerberin. Allerdings wird bei der Zulassung unterschieden, denn es gibt nur eine gewisse Quote für Zweitstudienbewerber bzw. Bewerberin und die liegt bei 3%. Zusätzlich zu den Bewerbungsunterlagen zählt auch eine Begründung, warum du ein Zweitstudium aufnehmen möchtest. Nach der Antragstellung, also wenn du deine Bewerbungsunterlagen eingeschickt hast, dann kannst du über das Nutzerkonto immer den aktuellen Stand deiner Bewerbung nachverfolgen. Je nachdem, ob die Bewerbung eingegangen oder gültig ist oder ob noch Nachweise fehlen, kannst du dann dort nachlesen. Es ist also ratsam, dass du ein paar Mal bei deinem Benutzerkonto vorbeischaust. Die Bewerbungen kannst du dann bis Ende der Bewerbungs- bzw. Koordinierungsphase nach Priorität sortieren. Eine frühzeitige Priorisierung ist definitiv sinnvoll, damit du es nicht nachher vergisst. Am besten du priorisierst, sobald du dich bei allen Universitäten beworben hast. Die Priorisierung kannst du bei deinem Benutzerkonto unter Meine Bewerbungen über den Link Bewerbungen priorisieren unterhalb der Tabelle Abgegebene Bewerbungen vornehmen. Hier ganz wichtig, das Speichern nicht vergessen. Die Hochschule wissen übrigens nichts über deine Priorisierung, daher solltest du nach deinen persönlichen Vorlieben gehen. Wir gehen jetzt aber einfach mal davon aus, dass du dich für Ulm, Konstanz, Heidelberg und Trier beworben hast und genau in dieser Reihenfolge priorisierst. Nach der Bewerbungsphase folgt dann die Koordinierungsphase, die regulär ab dem 16.01. bzw. 16.07. startet. In Psychologie kann man sich ja aber sehr häufig auch nur für das Wintersemester bewerben. In der Koordinierungsphase erstellt die Hochschule für den jeweiligen Studiengang eine Rangliste der Bewerbungen, wobei die unterschiedlichen Zugangskriterien berücksichtigt werden. Die Ranglisten und damit einhergehend auch die Zulassungsangebote, im Fall Ulm wären es jetzt beispielsweise 150 Zulassungsangebote im Bachelor, werden an Hochschulstart weitergeleitet und dienen dann als Vergabegrundlage der Zulassungsangebote. Dieser Prozess hat eine unterschiedliche zeitliche Dauer von Hochschule zu Hochschule, weshalb die Zulassungsangebote der jeweiligen Hochschulen zeitlich versetzt bei den Bewerbern eingehen. Sobald du ein Zulassungsangebot bekommen hast, kannst du das dann mit deinem Benutzerkonto annehmen, aber auch ablehnen natürlich. Ab 23.01. bzw. 23.07. starten dann auch die Koordinierungsregeln. Das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt sollte deine Priorisierung unbedingt feststehen, sofern du noch kein Zulassungsangebot bekommen bzw. angenommen hast. Eine generelle Regelung in dieser Phase ist, dass du nur eine Zulassung bekommst, wenn deine Bewerbung aktiv ist und im zulassungsfähigen Bereich liegt. Inaktiv sind Bewerbungen, wenn sie den Status zurückgezogen, ausgeschlossen oder ausgeschieden haben. Also hier auch nochmal achten, dass auch dort steht, dass die Bewerbung aktiv ist. Jeder Studiengang hat ja eine gewisse Kapazität, daher hat auch jede Rangliste eine entsprechende Grenze, ab der dann keine Zulassung mehr möglich ist. Also wie gesagt in Ulm 150 Bewerbungen. Bewerbungen, die sich oberhalb der Grenze befinden, liegen dann im zulassungsfähigen Bereich. Das heißt, für sie kann eine Zulassung vergeben werden.
Auch wenn deine Bewerbung am Anfang der Koordinierungsphase nicht im zulassungsfähigen Bereich liegt, kann sich das noch ändern, also keine Angst. Aber was sind das denn jetzt für Koordinierungsregeln, die da plötzlich wirksam werden? Die erste Regel lautet, wenn du nur eine aktive Bewerbung übermittelt hast und ein Zulassungsangebot bekommst, dann wird das Angebot sofort in eine Zulassung umgewandelt. Solltest du also beispielsweise spontan die anderen 3 Bewerbungen zurückgezogen haben, also Heidelberg, Konstanz und Trier, und alles auf eine Karte gesetzt haben, also Ulm, dann bist du jetzt automatisch in Ulm angenommen worden. Dieses Vorgehen kann ich allerdings nicht empfehlen. Die zweite Regel besagt, wenn du mehrere aktive Bewerbungen übermittelt hast, und ich glaube, das ist meistens der Fall, und mehrere Zulassungsangebote bekommst, dann wird das am höchsten priorisierte Zulassungsangebot in eine Zulassung umgewandelt. Hier siehst du schon, dass es wichtig ist, zu priorisieren. Du bekommst jetzt, angenommen, für alle deine 4 Bewerbungen eine Zulassung, aber du wirst automatisch in Ulm angenommen, weil du Ulm als Nummer 1 gelistet hast. Wenn du jetzt merkst, dass du lieber in Heidelberg studieren möchtest, dann hast du jetzt Pech. Dann bleibt dir nur eine Bewerbung nächstes Jahr oder ein Wechsel in ein höheres Fachsemester. Regel 3. Nach Regel 3 scheiden alle niedriger priorisierten Bewerbungen augenblicklich und unwiderruflich aus dem Verfahren aus, wenn du mehrere aktive Bewerbungen übermittelt hast und mindestens 2 Zulassungsangebote bekommst. So, du hast kein Zulassungsangebot für Ulm und Heidelberg erhalten. Das ist schade. Für die Bewerbungen in Konstanz und Trier hast du allerdings eine Zulassung erhalten. Weil du Konstanz als Nummer 2 priorisiert hast, bleibt dieses Angebot erhalten. Trier auf Nummer 4 scheidet allerdings aus. Du hast aber nach wie vor die Möglichkeit, auf eine Zulassung von Ulm und auch Heidelberg zu warten. Du hast dir auch die Möglichkeit, deine Priorisierung nochmal zu verändern, also beispielsweise Heidelberg auf Nummer 2 und Konstanz auf Nummer 3 zu verschieben. Und die 4. und letzte Regel lautet, wenn du im koordinierten Nachrücken für deine Bewerbung ein Zulassungsangebot bekommst, dann wird das sofort in eine Zulassung überführt. Yay, du hast jetzt ein Zulassungsangebot von Ulm bekommen. Egal, ob du das Angebot angenommen hast oder das Angebot automatisch angenommen wurde, du kannst jetzt offiziell an der Universität Ulm studieren und bekommst einen Zulassungsbescheid. Der Zulassungsbescheid ist super wichtig, denn du hast jetzt zwar eine Zulassung, aber du bist ja noch nicht an der Universität Ulm eingeschrieben. Auf dem Zulassungsbescheid findest du die Einschreibefrist und weitere Anmerkungen und Hinweise zur Hochschule. Das heißt, du solltest dieses Dokument aufmerksam durchlesen und archivieren. Bei der Einschreibung ins erste Semester bzw. auch Immatrikulation genannt, musst du gewisse Dokumente vorlegen, zum Beispiel einen aktuellen Krankenversicherungsnachweis und dann auch einen Semesterbeitrag zahlen. Sobald du das gemacht hast, bekommst du dann deinen Studentenausweis zugeschickt. Jetzt bist du Psychologiestudent bzw. Psychologiestudentin. Herzlichen Glückwunsch! Leider bekommt nicht jeder in der ersten Koordinierungsphase einen Studienplatz. Sollte es dir so gehen, dann gib deine Hoffnung noch nicht auf. Da sich viele Bewerber und Bewerberinnen bei mehreren Universitäten bewerben, werden häufig wieder viele Plätze frei. So auch hier in unserem Beispiel. Wir haben uns für 4 Universitäten beworben und lehnen Zulassungen wieder ab, beziehungsweise lassen eine Zulassung bestehen, um zu warten, ob wir doch nicht noch an unserer Wunschuni angenommen werden. Das heißt, solltest du beispielsweise auf Rangplatz 500 liegen, obwohl es nur 150 Studienplätze an der Universität Ulm gibt, kann es dennoch sein, dass du eine Zulassung erhältst. Die freigebliebenen Studienplätze oder wieder frei gewordenen Studienplätze werden nämlich entsprechend der Rangliste an Bewerber und Bewerberinnen vergeben, die bisher keine Zulassung erhalten haben. Wichtig ist, es ist eine Anmeldung für das koordinierte Nachrücken nötig. Über einen Link kann man in einem Zeitraum von 72 Stunden die Teilnahme am koordinierten Nachrücken bestätigen. Dieser Link bezieht sich aber nur auf Studienangebote, für die du dich bereits beworben hast. Eine Zulassung für beispielsweise Berlin wirst du in unserem Beispiel in dieser Koordinierungsphase nicht mehr bekommen.
Und solltest du dann auch nach dem koordinierten Nachrückverfahren keine Zulassung erhalten haben, dann bleibt dir zuletzt noch eine Chance beim Losverfahren. Das Losverfahren wird von den jeweiligen Universitäten organisiert und dort kannst du dich bewerben, auch wenn du dich bisher noch gar nicht für den Studiengang bzw. die Universität beworben hast. In meiner Videoreihe Psychologie studieren trotz NC habe ich darüber hinaus noch weitere Möglichkeiten vorgestellt, wie man doch noch Psychologie oder psychologieähnliche Studiengänge studieren kann, wenn man nicht über den regulären Weg eine Zulassung bekommt oder einen Plan B haben möchte. So, damit sind wir am Ende. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen. Ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass du an deiner Wunschuni angenommen wirst und wir sehen uns in 2 Wochen.